In dieser Woche traf sich das Who is Who der Raumfahrt in Colorado Springs zum Space Symposium. In der 36. Ausgabe des jährlich stattfindenden Treffens sorgte vor allem ein deutsches Unternehmen für Aufsehen. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich. Hier erstmal unsere News im Überblick. Mynaric stellt Condor Make 3 vor. OroraTech ist Finalist beim Deutschen Digitalpreis des Spark. Vayoma beendet erfolgreich eine Finanzierungsrunde. Yuri sichert sich ein Experiment auf der ISS. Yuri, Hostme und Hopstronautics suchen einen Namen für das Weltraumbier. Die Ariane Group ist als Space Enabler offizieller Partner bei Utopia. Und das TU Wien Space Team ist neuestes Mitglied im Netzwerk von Gaia Aerospace. Hallo, ich bin Micha und hier kommen unsere News der vergangenen Woche. What are they like? Mynaric wurde 2009 von Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gegründet. Bereits 2013 erfolgte ein erfolgreicher Technik-Demonstrationstest, denn Mynaric hat die Absicht, Kommunikation mittels Lasern zu ermöglichen. Im Jahr 2019 stieß der Vizepräsident von SpaceX, Bülent Altan, zu Mynaric. Und jetzt stellte Mynaric auf dem Space Symposium den Condor Make 3 vor. Das ist ein Optical Inter-Satellite Link Terminal. Das heißt also ein Gerät, mit dem die Kommunikation über Laser tatsächlich möglich ist. Das sorgte für viel Aufsehen, denn dieses Terminal kann Datenraten von 100 Megabit pro Sekunde bis zu 100 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Dazu oder darüber hinaus ist es noch leichter, kostengünstiger herzustellen und es verbraucht weniger Energie. Einen ersten Kunden konnte sich Mynaric bereits sichern. Wer der ist allerdings noch nicht ganz klar. Klar ist aber schon, dass die ersten Terminals im Quartal 4 2022 ausgeliefert werden sollen und dass der Kunde sich die Option auf 20 weitere Einheiten gesichert hat. Wie Bülent Altan in einer Pressemitteilung bekannt gab, besteht ein wachsender Bedarf an leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen Verbindungen mit hoher Bandbreite im und aus dem Weltraum. Mit unserem Weltraumprodukt der neuesten Generation sind wir stolz darauf, Teil der Entwicklung von Lösungen zu sein, die diesem Bedarf entsprechen. Die Condor Mk3 Terminals können in Serie produziert werden, was sie erschwinglich macht und einen groß angelegten Einsatz mit kurzen Vorlaufzeiten für eine Vielzahl von Raumfahrtanwendungen ermöglichen. Spannend ist das insofern, als das SpaceX angekündigt hat, dass alle zukünftigen Starlink-Satelliten mit genau dieser Technologie ausgestattet sein werden. Und damit ist natürlich klar, warum Mynaric so ein großes Echo auf die Vorstellung des Condor Mk3 hervorgerufen hat. Und es könnte auch eine Erklärung sein, warum in letzter Zeit keine Starlink-Starts stattfinden. Denn wenn alle Starlink-Satelliten mit dieser Technologie ausgestattet werden, dann dauert das eine Weile. Aber wenn SpaceX mit den Starlink-Satelliten ein Breitbandinternet aus dem Weltraum zur Verfügung stellen will, dann ist es genau auf diese Technologie angewiesen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst gern ein Like da. Wenn ihr zukünftig keine News aus dem Newspace verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und folgt uns auch in den Social Networks auf LinkedIn, Instagram und Twitter. OroraTech ist ein Münchner Unternehmen, das sich auf die frühzeitige Erkennung von Waldbränden aus dem All heraus konzentriert. Wir haben in einigen Recaps OroraTech bereits erwähnt und wenn ihr euch dafür interessiert, wie die Technik funktioniert, dann schaut doch auch diese Videos mal an. Jetzt wurde OroraTech als einer von 10 Finalisten des Deutschen Digitalpreises des Spark nominiert. Ausgelobt wurde dieser Preis vom Handelsblatt und McKinsey. Die Präsentation der Finalisten findet am 6. Oktober statt und am 11. November ist dann die Preisverleihung. Warum erzähle ich euch das? Weil es im Rahmen dieser Preisverleihung auch ein Community Voting gibt. Das heißt also, wir als Team Space können für OroraTech abstimmen. Das Abstimmungsergebnis fließt in das Gesamtergebnis ein und eventuell gewinnt OroraTech den Preis. Den Link zur Abstimmung packe ich euch unter dieses Video in die Infobox. Vayoma ist ein Unternehmen für Space Situational Awareness, kurz SSA. Im Newspace heißt das einfach
Bewusstsein für die Situation im Weltraum zu haben. Und Vyoma hat das, denn Vyoma kümmert sich darum, dass Satelliten im Orbit nicht kollidieren. Das ist, wie ich in einem letzten Recap erwähnt habe, auch neulich wieder passiert. Da ist ein Satellit mit einer Oberstufe einer russischen Rakete kollidiert. Und das ist natürlich sehr verheerend, weil Trümmer im Orbit dazu führen, dass entweder noch mehr Satelliten kaputt gehen und die Trümmerwolke immer größer wird, das sogenannte Kessler-Syndrom. Und wenn das passieren sollte, dann wird Raumfahrt über Generationen hinweg unmöglich, weil man durch diese Trümmerwolke nicht mehr durchkommt. Insofern gilt es, genau das zu vermeiden, und mit der Technologie von Vyoma soll genau das erreicht werden. Vyoma wurde vor 10 Monaten gegründet und in einer neuen Finanzierungsrunde konnte jetzt sichergestellt werden, dass der erste Satellit 2023 tatsächlich starten kann. Yuri bietet den Zugang zu Mikrogravitation, und das zu einem kostengünstigen Preis ab bereits 10.000 Euro. Jetzt hat Yuri sich einen Platz für ein Experiment auf der Internationalen Raumstation ISS gesichert. Und den nimmt es nicht selbst in Anspruch, sondern gibt diese Möglichkeit an Studierende aus Deutschland und Luxemburg weiter. Die Möglichkeit zur Teilnahme an der Mission Überflieger 2 haben alle Studierende aller Fachrichtungen. Wichtig ist allerdings, dass das Experiment natürlich gewisse Kriterien erfüllt. Welche genau das sind, steht auf der Webseite von Yuri, und den Link dazu packe ich euch in die Infobox. Was gibt es als Gewinn? Natürlich den Flug des Experimentes auf die ISS. Gewinnen werden insgesamt 3 Experimente aus Deutschland und 1 aus Luxemburg. Und als großen Bonus dazu gibt es die Möglichkeit, beim Start der Rakete zur ISS dabei zu sein. Nochmal Yuri. Gemeinsam mit HostMe und Obstronautics sucht Yuri einen Namen für Weltraumbier. Weltraumbier, was ist das? Obstronautics plant, Hopfen ins All zu schießen in Mikrogravitation, den dort eine kurze Weile zu lassen und zurück auf die Erde zu holen. Daraus soll dann Bier gebraut werden. Was jetzt gebraucht wird, ist ein Name für dieses Bier, und ihr habt die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Und den Link zur Abstimmung, den packe ich euch in die Infobox unter dieses Video. Vom 1. bis zum 5. September findet hier bei YouTube Utopia statt. Utopia ist ein Live-Event, bei dem es um ein nachhaltiges Miteinander geht. Mit dabei ist auch die Ariane Group als Space Enabler. Bereits am ersten Veranstaltungstag gibt es einen Ariane Group Walk, bei dem es um den Zusammenhang zwischen Raumfahrt und Umweltschutz geht und außerdem um eine nachhaltige Raumfahrtindustrie. Den Link zu Utopia, zum Kanal von Utopia, den packe ich euch in die Infobox unter dieses Video. Das New Space-Netzwerk von Gaia Aerospace verzeichnet auch diese Woche wieder ein neues Mitglied. Und zwar ist das Space Team der TU Wien. Das Space Team ist eine studentische Arbeitsgruppe mit, na klar, dem Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt. Mittlerweile sind es mehr als 100 Mitglieder, die sich um den Bau von Experimentalraketen, Triebwerken und Kleinstsatelliten kümmert. So bietet das Space Team Studierenden die Möglichkeit, nicht nur in der Theorie zu lernen, wie es funktioniert, sondern praktische Erfahrungen zu sammeln, und sie nehmen auch regelmäßig an Wettbewerben teil. Wenn ihr mehr über das Space Team der TU Wien wissen wollt, dann schaut auf deren Webseite nach, und den Link dahin packe ich euch in die Infobox unter dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gern ein Like da. Wenn ihr zukünftig keine News aus dem New Space verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und folgt uns auch in den Social Networks auf LinkedIn, Twitter und Instagram. Außerdem sind wir auf Discord, und den Link dahin findet ihr in der Infobox. Mein heutiges Shoutout geht an Magic Arrow vom Discord-Server. Danke einfach dafür, dass du mitmachst. Wirklich. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. What about people? What are they like? Was? Ja, Moment. Ich muss erst mal kurz mich einlesen. Wird festgehalten, wie lange du brauchst, dich einzulesen. Ja. Hallo, ich bin Micha, und hier kommen unsere Neuigkeiten. Warum erzähle ich euch das? Weil ich den Text vergessen habe. Mensch.
Vyoma ist ein Unternehmen für Space Situational Awareness. Das war schön genüschelt. Situational. Was für ein Scheißwort. Wo war's denn noch gut? Den Rest müssen wir cutten. Ich schlucke immer noch die Spucke runter, ansonsten habe ich ja so Sprechkäse. Und das fand ich schon bei meinen Lehrern in der Schule ekelhaft. Da muss man dann aber so reden. Orientiert. Ja. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Ja, von? Ja. Man muss ja auch froh sein, dass man Arbeit hat überhaupt. Mal wirklich. Genau, macht was aus eurem Leben. Sascha, du musst erstmal was machen. Und dann kriegst du einen Shoutout. Wenn du das noch mit ein bisschen mehr Energie sagst, dann... Hab ich doch. War doch voll Energie. Alles, was ich in Energie leisten kann. Hier ist voll kalt, ich friere. Was soll ich noch Energie hernehmen? ziehst du dir eine Jacke an. Ja. Oder ein Röckchen. Es ist ja aber erst August, ich ziehe noch keine Jacken an. Und das Röckchen habe ich schon an. Hm. Sehr locker. Ja. You rock. Ach nee, das war ja der Herr Schlang. Ist gut jetzt, wir müssen noch schneiden und so und alles. Ja. Erstmal Auto waschen. Erstmal fahren wir Auto waschen und wenn wir wieder da sind, dann schneiden wir dieses lustige Video, bereiten alles vor und stellen das online und mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja sogar noch vor Mitternacht. Wie gesagt, Like da lassen und abonnieren.